Herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme meines Cleveland Cavaliers Let's Plays. Diesmal geht es gegen die Utah Jazz. Ein Sieg muss her, sonst sehe ich langsam alt aus mit meinen Playoff-Ambitionen. With the Diesel and the Jet, this is Ernie Johnson. Welcome to the NBA on 2K Sports. Leider habe ich ja am vorherigen Let's Play Cleveland Cavaliers knapp gegen die Lakers verloren. With a record of 3-7 over their last 10 games, they have been struggling. Wins hard to come by. We'll see if they can grab one tonight. And as we reach the midway point, Kenny. So, ich muss jetzt einfach fehlerlose Spiele abliefern. Ich darf mir echt nicht mehr so viele Fehlpässe und sonstigen Turnover, wie wenn man sich zum Beispiel verdribbelt, erlauben. Das muss alles sicherer sein. Ein fehlerloses Spiel, das muss eigentlich mein Ziel sein. The Jazz hope to put on a show for this home crowd. This game against Cleveland is the first time they've met this season. A year ago, they each gained a victory at home, but couldn't secure a win on the road. All right, let's set the floor. Courtesy of Also warum der Pass jetzt dorthin ging und nicht zu Lebron James, wo ich eigentlich hinpassen wollte. Eigentlich schön geblockt. Komischerweise kommt dann der Rebound wieder zum Gegner und dann dieser akrobatische Layup hier. Love kicks to Mozgov. Hayward grabs the board. Boy, for Alec Burks, he really started to put it all together in his third season. He doubled his scoring average, his shooting percentage was up. Then last season, a strong start, but a shoulder injury cut short what I thought was going to be his best season yet. Doris Burke has some information for us. Doris? Kevin, I had a chance to catch up with Quinn Snyder. The one player on his mind in this matchup, Kevin Love. And it's not for his scoring ability, but for the harm he can do to a team on the backboards. You saw what he can do to teams if he goes unchecked, Coach said. We don't want to let him get up and get over 20 or 30 rebounds on us. And to do that, we got to check him out. Ich würde sagen, das mit dem fehlerlosen Spiel kann ich gleich wieder vergessen. Jetzt bin ich ja in meinem eigenen Spieler hängen geblieben in der Defense. Klassischer Fehlstart. 6 Punkte Rückstand. Smith dishes to Williams. It's Mozgov, high post. Back to Williams. Pass to Love. Just 5 on the clock. Good, and it's Williams who picks up the assist. Here's Burke. Last game he had 13. Favors with a wide open look. Again, the Jazz score. Sind nicht viele Zuschauer da anscheinend. Relativ viel leer auf den Rängen. Dominant performance out here. They are in a zone. Now here's Love. He's coming off a 10-point game against the Vermutlich Lakers in Los Angeles. spielen die Utah Jazz normalerweise schlechten Basketball, sodass das Hayward can hit. Fanninteresse An amazing finish gering ist. right in his face. I just love the determination on that backboard coming out of the gates. Really, really strong. Hier drehen sie gerade ganz schön auf, muss ich mal sagen. Aber ich spiele einfach so schlecht. Auf jeden Fall war das bisher ein sehr gutes Rebound-Verhalten der Jazz. Now here's Burks, who's coming off a 13-point game against San Antonio. Ja, also ich weiß nicht. Ich finde, die spielen hier gerade ziemlich souverän. Williams passes to Smith. Love kicks to Smith. From 12 feet out. What a play! Schön ist der jetzt noch reingehen wenigstens. Sind es nur 6 Punkte Rückstand. Solange man am Anfang noch in Rückstand gerät, kann man ja schon noch relativ ruhig und entspannt bleiben.
And a moment to look at the scoring approach in terms of where the points are coming from for the Jazz. You know, guys, we've really seen them do a lot of damage in the paint so far. Also, guys, the passing has been Thompson haut They'll be happy with all those assists. die Nummer 33 da mal Hoffentlich kann er keinen gut Freiwürfe werfen, aber der fällt schon mal rein. And that one goes in. 2 from the line that time. The Cavaliers trail by 8. Den Rückstand noch ein bisschen Here's größer Dellavedova. wieder. Picked by Verajao. Got it. Nice one there from Dellavedova. Dellavedova's got his first 2 points. You know, the defense has got to do a much better job of fighting over those screens. And Greg, especially when the ball is in his hands. I mean, come on now. You know he doesn't miss too many open looks like that. Now here's Hayward. 11 points for him in that last game against San Antonio. And 3 blocks on the game as well. I mean, he was going all out and making plays defensively. And how big was last year's trade for Mist. Smith? I mean, sent from the Knicks. Wollte ich schön rauspassen eigentlich nochmal, nachdem mein Center da unten gut den Rebound geholt hat. Das war leider die falsche Entscheidung. That indicates the importance of great on-the-ball defense, as was displayed right there. That Kia Slam Cam replay really gave you a good look at the action. And you can see the defender's afraid to kind of get in his way a lot of times when he's on his way to the basket. But on that one, they were there. A nice shot by Exum. Not phased at all. Also ich werde hier gerade richtig abgezockt. And I really thought Ich werde hier gerade mal wieder richtig kalt gestellt. In that particular situation, but well, I tell you what, he didn't look like 10 Punkte Rückstand schon. right there. The Jazz making a switch here. And we're now about a minute and a half into the second quarter. Screen by Jefferson. Here's Verajao. The rebound by the Jazz. Nee, also Pieces together, losing that last matchup with San Antonio. Yeah, they just caught a team, Kevin, that was in a zone. They didn't have the manpower defensively to disrupt them. Hey, zone or no zone, I schade, der fällt nicht rein. and what they showed. I mean, they never strung together any stops like they needed to. The Cavaliers shooting their first free throws of the night. A different look for Utah. Favors comes in for Wyatt. And Alec Burks subbed in for Rodney Hood. And then for Cleveland, Love comes in for Anderson Verajao. And James subbed in for J.R. Smith. And Booker kicks to Exum. We're now about 2 minutes into the second quarter. Good D by Thompson. Just tentative in the paint, lacking a little bit of confidence, allowed the defender to recover and contest that shot. Pass to Dellavedova. He feeds it to Love. Kicks it out to James. Once again off the mark by Cleveland. Utah leading by 8. Schade, da hätte ich The shot is off. Jefferson with some nice D. wahrscheinlich Thompson outside. über Lebron, Kicks to Jefferson. über Kevin Love spielen sollen eben. Der da schon schön Love against Favors. postiert war im Low Post. Love's So got wie his hier. second bucket of the night. Excellent work offensively to get that shot attempt into a can't-miss area. Now here's Exum. Offline with his 3. The clock runs. 6 Punkte Rückstand nach dem zweiten Viertel, genau wie nach dem ersten Viertel. Also nicht besonders aufgeholt, aber dran geblieben. Die Jazz hatten jetzt auch eine schlechte Phase. An exceptional game plan helped them open with a 12-4 run. Hoffentlich wird das noch They was. came on extremely strong as the quarter was winding down, nailing all 6 of their last Also das field goal attempts to close out the erste first. Quarter ging ja The story of the eindeutig second quarter was not much different, as the scoring was an even. Utah. They were able to close out the half, maintaining a Hier 6-point sieht lead. man es auch. And Kenny, what you see out there from the Rebound-Überlegenheit, Jazz? Wurfquote besser.
Mehr Assists, mehr Steals. In jeglicher Statistik waren die Jazz jetzt besser. The third quarter now beginning. Both sides looking to pull away in the last half of the game. On the court for Cleveland. Down low, it's Love and Mozgov. J.R. Smith and LeBron at the 2 and 3. And it's Williams in the point guard position. You know, he'll make Auch you ein scratch your head and throw your hands up as a schöner defender. Spin-Move. You just don't know how to play. And for Kevin Love, Durchaus so machen kann. Minnesota Timberwolves franchise, I mean, they drafted him 5th overall back in 08, and really he had been their catalyst his entire career. Even last year when he decided he finally wanted out, he helped the Wolves land Andrew Wiggins in the trade that shook the Gut, league. hier setze ich mich And gut that's his durch. style right now. That's his game. He Im plays it as well as Low-Post. anyone. And when we get to LeBron. crunch time, that's when he's at his best. Here's Burks. Mozgov. Schön geblockt. They recover it. Leider landet der Rebound wieder beim Gegner und In that category. der versenkt ihn dann noch Antoine. Rebounding is a huge part, a huge component of winning games. It's not a glamorous stat, but it's necessary if you're going to be a Okay, hier winning konnte team. ich mal einfach Kevin Love, durchdribbeln. and we've kind of gone over some things in Minnesota with Greg, but Clark, Kevin Love probably wasn't long for the Timberwolves. Yeah, it was time for fresh scenery, and that's why the Cavs offered up the house, including Wiggins, who eventually became Rookie of the Year Das war for auch the gut chance verteidigt. to get love. Smith with a wide open look and a miss there on the triple. Utah leading by 7. Schon wieder ein verworfener Dreier mit J.R. Smith. First minute and a half of Gefällt basketball mir wirklich here in the third überhaupt quarter. nicht. Dem seine And it's Kevin Love with the foul. Wurfstatistik. That's foul number 2 for him. Lyles check in for Utah. Bisher, also so insgesamt über alle Spiele gesehen, ist die, glaube ich, eher miserabel. Hayward outside. Ja, Mann, wieso? And the defense out of position on that possession, which allowed for him to get that offensive board. Well said. Yes, he did. You're right, Greg. That's a tremendous jam on the putback. What a great nose for the basketball he has, and such a strong finisher. Wieso war da eben wieder keiner zum Rebound da unten? Mo Williams stand da irgendwo rum. Yeah, high percentage Wo shots. war mein Center? Ich habe keine Ahnung. And that's just not going to get it done. They've got to. Das war ein schöner Switch in der Dishes Defense. to Hood. Lock at 6. They double him with LeBron. The Jazz need to get off a shot here. Das war gut verteidigt. That one Ja. comes up a bit short. He just has not been able to get Extrem into gut that groove yet. verteidigt. It hasn't affected them too much. Now Jetzt that's einfach mal from finishing coast to your work right coast Powerful two-hand jam. durchmarschiert von He's got hinten. a few more of those in him. This lead will start shrinking even further. 5 seconds separating the shot and game clocks. Here's Hood. He's averaging around 5.5 points a game. On its way from Hayward for 2. Again, the miss by Hayward. Verteidigt. Two-man action there, but they just can't get the shot to fall. Yeah, but that was a beauty. Good-looking shot, well-executed play. Ja. I wouldn't be surprised to see them Und go dann back to it. hier habe ich jetzt aus der Defense heraus mal so einen weit entfernten Dreier kreiert mit Lebron James und bin auf 2 Punkte ran, bevor das vierte Viertel startet. And we're coming back in just a moment. Get ready for the fourth quarter of action when we return. Also eigentlich eine wirklich sehr schöne Aufholjagd hier. Schon vollbracht. Aber natürlich darf ich mich jetzt hier wieder nicht zu früh freuen, sondern das Viertel über muss auch noch konzentriert zu Ende gespielt werden. And we're set to start the action up here in the Die Niederlage gegen die Rockets sitzt immer noch relativ tief, muss ich sagen, aber man muss das ja eben auch überwinden und einfach weitermachen. Works the off guard with Hayward at the 3. Booker out there with Favors, and it's Exum in at the point guard. That's the group right now for Utah. Utah leading, and oh, here we go. Burks got it, a fast break chance. Gets to the rim for 2 with the D all over him.
Burks has got the fourth quarter going with the first basket of the period here for the Jazz. Kicks to Thompson. Fades, and he buries that one. Hier treffe ich mal den schwierigen Fadeaway-Wurf, der wirklich nicht einfach ist. So, jetzt. Der einfache Abschluss und der Ausgleich. Nee. Bitte, man kann da nichts mehr machen. Ich versuche dann, den Verteidiger schnellstmöglichst auch ja zu wechseln, wenn der an mir da vorbeigegangen ist. Aber ganz ehrlich, also man erwischt dann vielleicht irgendjemand anderen und man ist da halt so merkwürdig, so blöd machtlos. Ich weiß auch nicht, was das dann ist. Jetzt habe ich schon wieder mit Kevin Love hier 2 Würfe daneben gelegt, die eigentlich relativ frei und gut waren. Zum Glück treffen die jetzt auch nicht. Das Dribbelchen mal mit Thompson nach vorne ist eine ziemliche Schnapsidee. Love war hier eigentlich auch schön frei, hätte ich einen Dreier probieren können, aber da ich jetzt eben wirklich da mit Love 2 Würfe verworfen habe, habe ich mir gedacht, spiele ich doch lieber über Lebron, und es war auch die richtige Entscheidung. Der Ausgleich ist da. The score is tied at 29. 1:19 left here in the fourth quarter. And the Jazz with some changes. Rudy Gobert, he's checked in for Trevor Booker. And Trey Burke subbed in for Exum. And then for Cleveland, Mozgov, he's checked in for Thompson. And Smith subbed in for Richard Jefferson. And that one... Schade. Ich fand eigentlich, dass das auch wieder gar nicht so übel verteidigt war. Ich habe eben den Stil probiert. Das war vielleicht dann... LeBron kicks to Love. Back to James. The dish to Dellavedova. Smith, the pass to Mozgov. And foul. Die falsche Entscheidung gewesen eben, aber... It's going to be on Rudy Gobert. And look at how the offensive approach has been going here so far for Utah. Jetzt habe ich hier die Freiwürfe mit Mozgov. Eben habe ich mal sehr schnell um die Zone gepasst. Boah, die gehen auch beide rein. Jetzt mal richtig schnell gespielt gerade. Also was die Swing-Pässe anbetrifft. So, immer noch steht der Ausgleich. And 101 left here in the fourth quarter. Most of the time, that shot will go down. Or the defenders have to make sure they tag it. The wide open look for Love. Schön. Habe ich gut den freien Mann gefunden. Gesucht und gefunden. Ist Lauf auch sehr gut gelaufen, hat sich sehr gut bewegt. Oh, die Defense sieht gerade wieder einigermaßen ordentlich aus. Ja, das ist relativ gut verteidigt. Ah, schade. Hätte ich mir jetzt eigentlich auch noch viel mehr Zeit lassen müssen, aber LeBron war gerade einfach wirklich so schön frei gewesen. Aber dafür gibt es halt leider dann gleich wieder die Quittung in Form eines hammermäßigen Dreiers. Ja, ich hätte mit LeBron da ruhiger spielen müssen. 19 seconds left in the fourth quarter. The try by James. Versuche ich hier den Wurf mit Mozgov. Der geht auch rein. Was natürlich hervorragend ist. Auch ein schöner Assist von LeBron, aber jetzt muss ich hier noch 13,1 Sekunden überstehen. Harte 13,1 Sekunden, spannende 13,1 Sekunden. Ich mir keinen Fehler erlauben darf.
Sieht aber ganz gut aus hier gerade. Defense. Aber der geht eben wieder völlig frei rein. Keine Ahnung, warum Mo Williams jetzt da so hinterher marschieren musste. Ich war eigentlich mit Kevin Love bei einem anderen Spieler. Ah, das ist doch wieder verhext, finde ich. Oh nein! Ich hatte gerade mit LeBron da unten wirklich, hab ihn gut freigelaufen. Er hatte sich gut frei bewegt auf mein Kommando hin und hatte auch wirklich eine gute Abschlussmöglichkeit. Aber wieder ging der Ball daneben. Das kann nicht wahr sein. Schon wieder so eine knappe Niederlage mit 2 Punkten aufgrund eines späten Dreiers und einer vergebenen guten Chance am Ende. Natürlich lag ich am Anfang des Spiels ja auch wirklich sehr früh schon mit 6 bis 8 Punkten auch zurück. Das hat mir jetzt wahrscheinlich auch noch eher das Genick gebrochen. Da war das Spiel schon halb verloren, sage ich jetzt mal. Aber dann ja wirklich diese gute Aufholjagd, diese tolle Aufholjagd, die leider nicht von Erfolg gekrönt wurde letztendlich, sondern wieder so eine knappe Niederlage, wie ich sie jetzt schon in 3 oder 4 Spielen erspielt habe, die auch alle hätten an mich gehen können. James mit 17 Punkten, Love mit 6. Ja, von Mo Williams kam ja jetzt gerade punktemäßig gar nichts. Ja, was soll ich sagen? Also, da fehlen mir auch ein bisschen jetzt die Worte. So ist halt der Gang der Dinge jetzt hier gerade. Ich kann es nicht ändern, aber ich werde weitermachen und wiederkommen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal, ne? Haltet die Ohren steif. See ya later, Alligator.